Let's Play The Outer Worlds Teil 10. Ja, servus, willkommen bei dem 10. Teil von unserem Let's Play The Outer Worlds. Wir sind auf der Suche nach ich glaube nach Dietrichen. Also wir müssen gleich nochmal zurück. Hier. Da war ja einer. Vielleicht wenn wir hier hochgehen und es einfach hier klauen. Im Schleichmodus. Dann erwischt uns vielleicht keiner. Genau, weil dann sieht uns die hier nicht. Und hier draußen war ja vielleicht, hier war doch auch noch was, oder? Ah ja, hier drin, glaube ich. Genau. Wenn wir hier auch schleichen. So. Da schau her, ja? Ah, schau her. Gut. Jetzt können wir in dieses Security-Büro und nach dem Terminal suchen, auf dem der gute Vikar Max nachschauen möchte, ob wo der Gelehrte vielleicht sein könnte. Aber wo gehen wir jetzt? Wo geht's denn zu diesem Terminal? Hier vielleicht? Schloss knacken? Aha, Terminal. Datenmodul mit Aufzeichnungen der Andockstation auswerfen? Ja. Okay, ich habe die Zolldatenbank der Groundbreaker. Das ist gut. Beschlagnahmte Waren. Sicherheitsprotokolle. Hawthorne Schiff beschlagnahmt. Auf Befehl von Judum Bedford. Immer noch keine Ahnung, ob sich Hawthorne mit dieser Vorstandsschlange abgibt. Ein Kerl aus den hinteren Buchten hat den Mondjungen vermöbelt, total durchgeknallt. Hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten würde, war unfassbar high von dem Zeug, das McRed dort unten anbaut. Ja, mit diesem McRed, da haben wir auch noch was vor. Ja, ich muss hier aber jetzt erstmal wieder raus. Okay, jetzt, Max, pass auf. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined the Sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Du hast einen Moment gezögert, Vikar. Was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Das scheint mir alles verdächtig einfach. I admit it was a bit of a long shot, but if you spend as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Na gut. Also, der leere Mann. Wir brauchen ja jemanden, der dieses verbotene Buch übersetzt, ne?
Ja, aber... Naja. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier nicht drin steht. Tagebuch. Das wäre jetzt praktisch, finde den Gelehrten. Ja, wo... Ah, der ist ja ganz woanders. Trinkt den Saphirwein. Das ist doch... Parvati möchte Junlei, die Ingenieurin der Groundbreaker, kennenlernen. Sie hat dich gebeten, sie bei deinem nächsten Besuch bei Junlei mitzunehmen. Das wollen wir tun. Schauen wir mal, was hier auf der Groundbreaker noch so alles abgeht. Ach ja, genau. Das ist natürlich eine Werbedrohne. Ja. Also da ist das Rest and Go. Da war doch auch was, oder? Warte doch mal. Tagebuch. Kritische Lösung. Was war denn im Rest and Go los? Ach ja, Meile Ortinger, die kenne ich ja schon, ne? Was gibt's denn hier alles? Ach so, das kann man einfach nehmen, gut. McDietrich. Verkaufsautomaten. Was ist hier drin? Wer ist denn das? Ephraim Maywood. Ich will jetzt mal testen. Ich speichere mal. Wie das hier ist. Wenn jemand schläft. Naja. Dann kann man auch alles klauen. Nein, man kann nicht alles klauen. Dann werde ich lieber... Ich will nicht, dass der Ruf noch weiter sinkt. Bei diesen Leuten. Das darf ich nicht mehr machen. Ist ja auch nichts Wichtiges hier. Aber man kann vielleicht... Damnable thing about living on a space station. No pigeons to feed. Oh, you can feed the sprats, sure enough. But then the neighbors start moaning about hygiene. Ephraim Maywood sagt nicht viel. Oh wow. Das kann ich alles mitnehmen hier? Nein, zum Aufschließen benötigst du Rest and Go Schlüsselkarte. Kann ich die Tür hier nicht schließen? Okay. Gut. Dann. Da ist Gladys! Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason?
Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Phineas hat mich geschickt. Er meinte, du könntest mir einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay verkaufen. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Ja. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. Wird mich einiges kosten. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10.000 Bits? Na. Kannst du vielleicht mit dem Preis runtergehen, weil Phineas mich geschickt hat? Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Sag mir mehr über diese Geschäftsgelegenheit. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Ja, das klingt nach Might mir. help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Ich habe keine Skrupel. Lass hören. Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Warum wurde Roseway aufgegeben? Roseway, da war doch... For sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Aber wenn es sich um eine geheime Konzernstadt handelt, warum dann das SOS? Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Du brauchst also jemanden, der für dich da rumschnüffelt. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well... Corporate Secrets? Then we ought to have a chat over a pot of tea and some famous cookies. Ja, ja. Du kannst dich auf mich verlassen. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Ja, ja. Weißt du noch von anderen Jobs? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. Ja, ja, mit der müssen wir ja eh reden. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Ah ja, handeln wir I mal found a mit ihr. handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Das können wir alles nicht kaufen. Warum? Boah, ist das nicht eine tolle Waffe? 44 mal 6. Ja, ganz schön teuer. Was verkaufen wir mal ein bisschen was? Was haben wir denn hier? Ach so, das ist der Schrumpfstrahl.
Was können wir denn verkaufen? Eigentlich nicht viel. So ein Plasmagewehr verkaufen wir. Und ja, das verkaufen wir auch. Da haben wir nichts. Da würde jetzt auch nicht unbedingt was verkaufen. Wir haben ja auch 88 nur belegt von 170 Gewichtseinheiten. Aber wir können Schrott verkaufen. Ne? Zum Beispiel hier diese Zystenschweinhufe. Energiekanister. Enthält die Energiezellen für eine Robotereinheit. Pneumatischer Kolben. Halskette. Ja, gut. Gut. Und du bist Spacer. Also, gut. Tagebuch. Aber wir wollen ja jetzt noch nicht das Notsignal. Erstmal hier so ein Begleiterauftrag. Ich möchte jetzt Junlei Tennyson kennenlernen. Terminal. Hauptmenü. Hacken, Nachrichten, Administrator, Zugriff. Da ist er gleich, die Tennis. Hat jemand Private Taylor gesehen? Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Und wie sieht es eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Wenn Chief Guiying mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität des Klos steht. Und ohne ordentliches Klo gibt es auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lasst uns das endlich beheben. Freie Gruppe. Aha. Mega-Frachterrechte. Wer schreibt es? Iceman? Hey Leute, nach meiner Dashcover-Rundtour bin ich gerade wieder aufgetaut. 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück. Okay. Öffentliche Ankündigungen. Suche Arbeit. Zur Nahrungsmittelsituation. Na gut. Schiff beschlagnahmt. Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ah ja. Okay. Suche Arbeit. Suche nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr in Halcyon rum. Keine Ahnung, ob ich keine Stelle finde. Postet sie bitte hier. Vom Glück verlassen. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Oh, was ist denn hier los? Du bist Urim Bedford. Ich will mit dir reden. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Alex ist tot. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this?
In whose miserable fever dream am I trapped? Vergiss Alex, warum hast du mein Schiff beschlagnahmen lassen? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells. He tells me he will soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Tolles Spiel, also was mein Schiff angeht. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Warum hat der Vorstand eigentlich so ein Interesse an Wells? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Wie kommst du drauf, dass ich irgendetwas über Wells weiß? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. Na, ich verrate auch den jetzt nicht. Alex hat Phineas Wells nie erwähnt. That's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Wie meinst du das, dass der Vorstand dir den Kopf abreißen will? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Zieh dich nicht so. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Wie kann ich dein Vertrauen denn gewinnen? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's my white whale, I suppose. Kannst dir nicht sagen, wo der ist. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Ich wollte dich aber noch was anderes fragen. Be my guest. Findest du nicht auch, dass es hier drin ziemlich heiß ist? Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Was genau machst du eigentlich hier? I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Eine bedeutende Persönlichkeit auf einer unbedeutenden Weltraumstation. Du hast es wirklich geschafft. I have few complaints. Kannst du mich nach Stellar Bay bringen? Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? Also, nein. No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Ein einfaches Nein hätte schon genügt. Du hättest nicht gleich das ganze Wörterbuch ausschlachten müssen. Best to be clear, I believe. Warum stehen hier bewaffnete Wachen rum? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Um dich zu beschützen, meinst du wohl? Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Ein Büro auf ihrer Promenade nennst du also helfen. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care.
Was ist hinter den abgeschlossenen Türen? A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Kommt der Vorstandsvorsitzende Rockwell häufig hier vorbei? Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Nochmal zu meinen anderen Ask Fragen. away. Bringt viel in Erfahrung hier. Nee, wir gehen jetzt. Tja. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of wanted terrorist Phineas Wells. Report any sightings. Aha, da sind also diese Fahndungsaufrufe. Diese Steckbriefe. Wer bist denn du? Greasy! Hi, Greasy. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Bist du nicht nur ein besserer This Verkaufsautomat? unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Lass mich mal sehen, vielleicht kann ich dich ja reparieren. Shock simulation restored. Initiating shocked subroutine. How dare you? Shocked subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. Zeig mal, was du so Beginning hast. dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Eine große Kochmütze, das ist ja lustig. Die will ich kaufen. Die gefällt mir. Gut. Engineering. Oh, ist es hier heiß drin, hä? Da schwirrt die Luft. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a subloop. Could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. Terminal. Tägliche Checkliste von dieser Tennyson. Kühlkörpertemperatur. Schafft Junlei. Persönliche Dateien. Hintere Buchten. Wer Beschwerden über den Zustand der Andockstation? Ich habe den Marlet schon mehrmals gesagt, dass sie McRed und seine Bedienbande von dort vertreiben dürfen. Status der Promenade. Das Büro ist verwanzt. Sublight hört die ab. Spreadplage beim Rest and Go. Martin Callahan. Okay. Nachrichten. Vom Bedford. Die Implikation einer Anschuldigung rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Expansionsentwürfe. Ah ja, die hat neue Kühlkörperteile beantragt und der Vorstand hat es abgelehnt. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Okay. Also, hallo. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Herr S. Schreibe ich mich. Cooles Schiff hast du da, Chief. No, it isn't. It's a mess. But it's mine, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family.
I hope there won't be any problems while you're visiting. Ich werde versuchen, keine Schlägereien anzuzetteln, aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Naja, jetzt da ich mein Schiff wieder habe, kann ich es ja offen sagen, ich will nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Okay, also ich habe gehört, ihr habt ein Hitzeproblem. Was ist denn da los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Warum hast du sie noch nicht repariert? Wie repariert? Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Gibt es denn keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert und meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Okay. Die hinteren Buchten. Sollte ich wissen, wo das ist? Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Cool. Hast du schon mal jemanden losgeschickt, um die Teile von dort zu holen? One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Warum sind sie so wichtig, diese Mardits? Mardits are descended from the original Marine detachment that crossed the void with Groundbreaker. I don't put their lives on the line if I can avoid it. Ich beschaff dir die Teile aus den hinteren Buchten. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Halt! Bin doch hier. What can I do for you, Captain? Parvati, du wolltest doch mit Junlei reden. Das ist deine Gelegenheit. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Parvati anstupsen, fortzufahren. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Du darfst dir ruhig freinehmen, wenn ihr eure Aufzeichnungen persönlich vergleichen wollt, Parvati. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Oh Gott. Danke, Junlei. Ich hätte noch ein paar andere Not Fragen. a problem, Captain. Ask away. Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. You're right. I don't. The board is after 2 things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. Dann bist du wohl auch kein großer Fan von Newton Bedford. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters.
Wie schaffst du es, den Vorstand auf Abstand zu halten? I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Nochmal zu meinen Got anderen my Fragen. attention. Na, wir sind schon auf dem Weg. Okay. Okay. Da haben wir jetzt ja einiges zu tun. Wahres Glück ist ein warmes Raumschiff. Das ist ein Nebenauftrag, da brauchen wir diese Teile. Waffen aus der endlosen Leere. Okay. Das Notsignal. Wer ist da? Kritische Lösung. Dann den Saphirwein, kehre zu Unreliable zurück und folge Parvati nach Junlei. Das sollten wir vielleicht tun. Das machen wir noch. Spreadwurst. Ethel Gabler. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Was genau ist denn Spreadwurst? Spratwurst? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terra-fry them in their own juices. Ist das sowas wie Borstwurst? Die habe ich schon öfter gesehen. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Naja, Wurst ist Wurst, oder? Was bedeutet eigentlich Terra gebraten? Terra frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Hast du die Spreadwurst erfunden? Legally? No. The terra frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&D'ing our own special meat. Mhm. Das reicht mir fürs Erste. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm-fresh sprats. Zeig mal, was du so im Angebot hast. Fresh from the grinder, any hour. Spreadwurst. Zielhilfe, Wassertabletten. Naja, gut. Danke. Schrottsammler? Sublight for life. The corporation's never lifted a finger from me. Das ist Salvage and Shipping Sublight. Was ist da los? Sublight salvage. Their front looks surprising. Sublight for life. Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our tails. Tobias Oyama. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? In der Tat, ich bin Captain Herr S. Miss Lily has been expecting you.
I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight? Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Okay. Wozu brauche ich die Miss Lilia? Ja, vielleicht gibt es dann einen neuen Auftrag. Schauen wir mal. Lilia Hagen. Supply-Dienstleister. Hallo? So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich bin Herr S., Captain der Unreliable. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. There is always a catch. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Aha. Ich habe noch keinen Navigationsschlüssel, aber kann ich den Job trotzdem annehmen? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. Okay. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Time is bits. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Welche anderen Sektoren verfolgt Sublight denn, abgesehen von Bergung und Versand? Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Ihr seid also ein Unternehmen bürokratischer Piraten. Your words, not mine. Du bist ziemlich ehrlich über die kriminelle Seite von Sublight. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Mhm. Wie organisiert ist denn dieses Geschäft? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Nochmal zu meinen anderen Fragen. I have nothing to hide. Nee, geh jetzt. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Aufträge mal angesammelt. Wir sollten mal anfangen, die abzuarbeiten. Und damit fangen wir in der nächsten Folge an. Hier schauen wir vielleicht noch mal zu Ike Christiansen. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons, for those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Gehörst du auch zu den Spacern? Not me, but it's in my blood. After the last my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Mhm.
Erzähl mir mehr. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Erzähl mir mehr über deine Waren. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Zeig mal her. Was hast du denn so? Chef. ...24. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber ich kaufe jetzt nichts. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Servus.